diese Flasche könnt ihr verkaufen nur am 10. Dezember, diese könnt ihr nicht mehr verkaufen am 11. Dezember 27, wenn es ein Produkt mit digitalen Elementen wäre. Es geht um jede einzelne Instanz, genau. Hi, ich bin der Nils von Desecto und heute habe ich einen Alexander Eigner hier von CyberUp und wir sprechen über das Thema CRA. Denn wir von Desecto sind Spezialisten im Bereich Penetration Testing und Security, aber auf der linken Seite sind wir relativ wenig unterwegs. Da habe ich heute einen Alex hier, der uns ein bisschen was über CRA erzählt. Genau. Ich bin der Alexander Eigner von der CyberUp und in dem Bereich unter anderem beraten wir und helfen wir Kunden, sichere Produkte zu entwickeln, also die Prozesse dazu aufzubauen und halt auch die Compliance gegenüber Regularien wie jetzt den Cyber Resilience Act sicherzustellen. So, der CRA ist in aller Munde, aber was ist denn eigentlich der CRA? Naja, zuallererst einmal, und das ist vielleicht der Unterschied zu vielen Verordnungen, die wir so haben, ist der CRA einmal eine EU-Verordnung. Das heißt, er wirkt in alle EU-Mitgliedstaaten einmal gleichermaßen, die Anforderungen sind gleich, es gibt keine lokalen Umsetzungen, wie es vielleicht bei der NIS 2 auch gerade in aller Munde sind, wo alle drauf warten. Also das ist schon bekannt, was man braucht. Es gibt ein paar lokale Eigenheiten, nicht Eigenheiten, aber Meldestellen. Aber was man tun muss, das ist über alle EU-Mitgliedstaaten gleich. Okay, das heißt der CRA, der kommt definitiv, weil der ist von der EU gesetzt und wir als Deutschland oder als Österreich können da gar nichts mehr dran hindern, sondern der kommt. Also exakt genau, also er kommt nicht nur, also wenn man ganz exakt ist, er ist schon verabschiedet und im EU-Amtsblatt veröffentlicht im Dezember 2024 mit 3 Jahre Umsetzungsfrist, die Vollanwendung, und da gehe ich vielleicht ganz kurz in die Zeitleiste, die Vollanwendung ist dann mit 11. Dezember 2027, da kann ich dann keine Produkte mehr auf den Markt bringen, der den CRA nicht erfüllt, reden wir nachher darüber, was für Produkte das sind, und es gibt eine Frist dazwischen, das ist der September 2026, also nächstes Jahr, da gibt es schon erste Pflichten, also Berichtspflichten, wo ich erwähnt habe, an die EU selbst und an lokale Meldebehörden. Ja. Klasse, aber sonst gibt es kein CE-Zeichen mehr. Exakt, genau. Also das CE-Zeichen kennt man schon von anderen Produkten, und was jetzt vielleicht beim CA neu ist, also es sind Produkte mit digitalen Elementen betroffen, gehen wir vielleicht noch kurz darauf ein, und das ist auch reine Software zum Beispiel. Also in dem Bereich ist es noch nicht sehr üblich, würde ich jetzt mal sagen, außer man ist anders reguliert, aber auch reine Softwareprodukte sind betroffen, müssen dann CE labeln und haben eben diese Markthürde des CAAs mit dem CE-Label. Okay, super. Und welche Unternehmen sind nun konkret betroffen und welche nicht? Ja, also man hört ja manchmal, es gibt Ausnahmen für Sektoren wie Automotive oder Medizintechnik zum Beispiel, aber der CAA ist eine horizontale Verordnung und es ist so, dass wenn ich nicht schon stärker reguliert bin aus einer Cybersecurity-Sicht, dann trifft mich der CAA. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein homologiertes Fahrzeug habe unter der A155, dann bin ich nicht betroffen, weil ich bin schon stärker reguliert, oder mich trifft die Medical Device Regulation, dann bin ich schon stärker reguliert. Aber es ist eigentlich ganz leicht, ich muss mich immer fragen, muss ich schon Cybersecurity-Anforderungen erfüllen aus einer rechtlichen Sicht? Wenn ich das mit Nein beantworten kann, dann trifft mein Produkt der CAA. Das heißt, wir haben dann quasi eine gemeinsame Baseline für unsere Produktsicherheit für alle Produkte in der EU. Klasse. Aber was sind denn jetzt dann konkret die Produkte, die betroffen sind? Also, wie schon erwähnt, das sind Produkte mit digitalen Elementen, und ein Produkt mit digitalen Elementen ist immer irgendeine Kombination aus Hardware oder Software. Es muss auch keine Hardware dabei sein, es kann ein reines Softwareprodukt sein, wie gesagt, und es muss in vernünftiger Weise vorhersehbar oder auch bestimmungsmäßig in irgendeiner Form mit einem anderen Produktnetzwerk, Mensch, was auch immer, kommunizieren, also irgendeine Form der Datenverbindung haben. Da ist die Schwelle aber sehr niedrig, also es muss kein IP-Netzwerk sein, das kann ein Eindraht, was auch immer, Kommunikationsleitung sein, und es muss irgendwie Daten verarbeiten, speichern, und wie Sie selbst auch wissen, jetzt in der Desecto, das ist eine sehr, sehr niederschwellige Anforderung, und das trifft zum Beispiel eine Zahnbürste mit Bluetooth, würde ich sagen, von der Produktklasse. Also ziemlich viel ist betroffen aus der Produktsicht. Ja, Wahnsinn, spannend. Das heißt, da wird richtig viel zu tun werden für die Hersteller. Was sind denn die Kernpflichten, die die Hersteller dann erfüllen müssen? Ja,
Man kann es einmal grob kategorisieren. Es gibt Anforderungen an das Produkt selbst, also technische Eigenschaften, die mein Produkt dann haben muss, basierend auf einer Risikoanalyse. Dann gibt es eben Pflichten hingehend der Dokumentation. Also ich brauche eine technische Dokumentation, auch in Richtung für das CE-Kennzeichen, für die Declaration of Conformity. Ich brauche eine Dokumentation in Richtung des Benutzers. Wie kann ich mein Produkt sicher nutzen? Was passiert, wenn ich das auf diese oder jene Art konfiguriere? Es gibt, das habe ich schon bei der Zeitleiste erwähnt, Meldepflichten. Also da kommen wir kurz zu Schwachstellen, wenn es auf meinem Produkt eine Schwachstelle gibt, und das wird es bei Sektor auch ganz gut wissen, ich kann mein Produkt so gut designen, wie ich will. Es kann immer im Verlauf des Produktlebenszyklus eine Schwachstelle auftreten. Dann gibt es da ein bisschen Unterscheidung. Ich muss schauen, wird die Schwachstelle auf meinem Produkt aktiv ausgenutzt? Dann löst das halt Meldepflichten aus an die EU und an die lokalen Meldebehörden, und den Benutzer muss ich auch informieren. Wenn es eine ausnutzbare Schwachstelle gibt, das ist die nächste Pflicht, dann muss ich die beheben. Also okay. Ich weiß, die ist ausnutzbar auf meinem Produkt, dann muss ich vielleicht softwaremäßig wieder ein Update machen, aber wichtig ist, ich muss sie beheben. Ja. Okay, super. Und wie kann jetzt dein Unternehmen CyberUp den Kunden helfen? Was wir vor allem machen, ist, die Kunden einmal abzuholen und den Stand zu erfassen, den sie jetzt in ihrer Produktentwicklung haben und was ihre Produkte überhaupt vielleicht einmal sind und was sie in Richtung des CAAs vielleicht noch aufzuholen haben. Das eine ist einmal auf der Prozessseite, also ich brauche Prozesse in der Produktentwicklung, wie gesagt für die Risikoanalyse, dass ich dann Anforderungen an mein Produkt stellen kann, basierend auf den CAA, und das dann nachher teste. Und das andere ist, ich habe schon bestehende Produkte und die werde ich vielleicht auch in diesem Bestand, wie ich sie geplant habe, will ich sie weiter verkaufen, über den Dezember 27 hinaus. Das ist noch wichtig zu wissen, der CAA betrifft jede einzelne Instanz eines Produkts. Also es ist nicht zum Beispiel, sagen wir, das wäre ein digitales Produkt, dieses Wasser, und es ist nicht, ich habe mein Mineralwasser schon am Markt und ich kann das weiterverkaufen. Diese Flasche könnte ich verkaufen nur am 10. Dezember, diese könnte ich nicht mehr verkaufen am 11. Dezember 27, wenn es ein Produkt mit digitalen Elementen wäre. Es geht um jede einzelne Instanz, genau. Okay. Genau. Und da geht es eben darum, einmal Bestand zu erfassen und zu schauen, okay, ist es überhaupt möglich, dass das Produkt das erfüllt? Und dann eben eine Strategie zu fassen, was tue ich? Muss ich es vielleicht verändern, muss ich es aufkündigen, was es da halt so gibt. Ja. Klasse. Ja, da gibt es viel zu tun. Aber super, dass du mit deinem Unternehmen da den Kunden hilfst. Wir von die Sektor sind mehr auf der Testing-Seite unterwegs. Wir kümmern uns dann um das Nachweisen, dass die Schwachstellen auch wirklich behoben sind, und um die Analyse, ob die Produkte denn offene Schwachstellen haben oder ob es zum Beispiel offene Vulnerabilities gibt. Weil wir gerade über Vulnerabilities geredet haben, ganz oft ist es ja so, dass bekannte CVEs in einem großen Software-Stack einfach drin sind. Was sind denn insgesamt so die minimalen Requirements, die OEMs oder die Hersteller dann machen müssen? Okay, also weil du gerade von Software-Stacks geredet hast, es gibt da die Anforderung für die technische Dokumentation, dass ich eine Software-Stückliste, also ein SBOM führe, und darin muss ich dann auch natürlich die Softwarekomponenten erfassen, die ich einbaue in mein Produkt. Der CAA gibt mir vor, zumindest die oberste Ebene. Also ich muss nicht Abhängigkeiten nach unten gehen, sondern ich muss die erste Ebene von Software kennen, die ich in meinem Produkt habe. Und da natürlich muss ich monitoren. Also ich weiß, ich habe Library X in Version Y verbaut, und dann muss ich eben die Schwachstellenkataloge schauen, hey, es gibt eine Vulnerability, und dann muss ich eben die Entscheidung treffen, genau, ist die überhaupt ausnutzbar auf meinem Produkt, weil wenn diese Schwachstelle auf meinem Produkt überhaupt nicht ausnutzbar ist und nicht angreifbar ist, dann gibt es auch keine Pflicht für mich, etwas zu tun. Vielleicht, weil es das Interface überhaupt nicht gibt, wo ich in diese Library hinein könnte. Wenn sie ausnutzbar ist, dann kommen eben die Pflichten zur Behebung der Schwachstelle. Bei Software wird das meistens ein Update sein, genau. Muss aber kein Update sein. Aber da können wir wieder helfen, weil wir von dem Sektor können ich definitiv sagen, ob wir eine Schwachstelle ausnutzen können oder nicht. Aber nochmal einen Schritt zurück. Neben den Anforderungen an die Kunden, was empfiehlst du für Prozesse, die die Kunden implementieren sollten? Oder müssen wegen des CRAs? Ja, also wie schon gesagt, über die erste Phase der Bestandsaufnahme, die man hoffentlich dann einmalig macht, ist dann hinübergehend die Anforderung an den kompletten Entwicklungszyklus. Also meistens, wenn man Software entwickelt, hat man sowas vielleicht schon wie ein Software Development Lifecycle, wo man
in der Entwurfsphase, Umsetzungsphase und dann in der Auslieferungsphase immer die Security mitbedenken muss. Also in der Entwurfsphase die Risiken, welche Maßnahmen muss ich umsetzen, in der Umsetzung, dass ich das Ganze sicher mache, zum Beispiel mit Secure Coding. Oder Secure by Design sozusagen. Genau, Secure by Design der Forschung, genau. Und natürlich auch automatisierte Tests. Also wenn man jetzt einmal kurz abseits von Test auf der Hardware bleibt, vielleicht sowas wie Dynamic Application Testing, dass man das Ganze einbindet, Static Application Testing, also statisches Code-Testen beim Einchecken und das Ganze wichtig, immer dokumentiert für die Nachweispflichten der technischen Dokumentation. Super. Von CyberUp habe ich gehört, dass ihr einen 0123-Phasenplan habt. Kannst du uns den mal erklären? Genau. Also was ich schon vorher erwähnt habe, die Phase 0 ist im Endeffekt die Bestandsaufnahme auf Prozess- und Produktseite, dass ich einmal sehe, okay, was für Produkte habe ich überhaupt, weil manchmal entdeckt man auch Produkte, von denen man vorher noch nichts gewusst hat. Wo stehe ich prozessmäßig, was muss ich umsetzen? Und dann die weiteren Phasen sind eben ein Umsetzungsfahrplan, die Umsetzung selbst und natürlich die Überprüfung, ob das Ganze dann auch einer Überprüfung, einer Marktüberwachung standhalten würde. Warum man das jetzt nicht ganz konkret auf Tage oder auf eine Zeitschiene für jede Unternehmensgröße festlegen kann, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass halt der CAA auch keinen Unterschied macht, wie groß ist mein Unternehmen. Bin ich eine 5-Mann kleine IoT-Startup-Entwicklung oder bin ich ein 1000-Mann-Konzern? Und natürlich, es können mehr Strukturen vorhanden sein, das kann das Ganze beschleunigen, aber in Konzerne kann das Ganze auch sehr verlangsamen, wie du sicher auch weißt. Wenn ich nur klein bin und nur 5 Mann, ich habe noch nichts, dann brauche ich wahrscheinlich einmal eine gewisse Vorlaufzeit, um das Ganze mal überhaupt in Spur zu bringen. Ich muss mehr Wissen aufbauen, ich muss mehr lernen und darum kann man das nicht ganz konkret an einer Zeitschiene festmachen. Wichtig ist nur immer die Stichtage im Blick zu haben, die Reportingfrist und den 11. Dezember 2027, weil die sind einfach hart. Ja. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage. Wie wird man denn eigentlich zum Hersteller laut CRA? Genau. Also über alle diese Dinge, was wir jetzt geredet haben, sind eigentlich immer die Anforderungen an einen Hersteller von einem Produkt. Genau. Und zu einem Hersteller von einem Produkt kann man auch unvorhergesehen werden, wenn man jetzt nicht unbedingt daran denkt, weil es gibt im CA auch Händler und Importeure. Die müssen eigentlich nur darauf achten, dass die Anforderungen des CAs umgesetzt sind. Also ist das CE-Kennzeichen angebracht, ist technische Dokumentation vorhanden und genau, müssen vielleicht noch mit der Marktüberwachung kooperieren. Aber es gibt da eine Ausnahme, wenn ich jetzt ein Produkt unter meinem Namen in den Handel bringe, also ich tausche den Markennamen aus, tue mein Labeling drüber, dann werde ich als Händler zu einem Hersteller im Sinne des CAAs. Das passiert wahrscheinlich auch bei technischen Produkten, wie vielleicht Modems, die bezogen werden, wo dann ein eigener Firmenname draufkommt. Also nicht klassische Unternehmen, die sagen, wir sind jetzt ein Hersteller von irgendwas, sondern eigentlich Diensteanbieter, die etwas modifizieren und den eigenen Namen aufbringen. Auf einmal sind sie auch Hersteller unter dem CAA. Okay. Genau. Ja, gerade Modems, die trifft es wahrscheinlich auch besonders. Da gibt es ja auch, oder da ist meine Frage jetzt, sind alle Produkte gleich behandelt oder gibt es verschiedene Produktklassen? Genau. Also im CAA gibt es verschiedene Produktklassen. Das sind die kritischen Produkte, dann gibt es die wichtigen in Klasse 1 und 2 und dann gibt es das Standardprodukt. Und die sind halt abgestuft nach Kritikalität. Die kritischen und die wichtigen Produkte, die sind auch angeführt in einem Annex hinten im CAA. Also da steht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Temper-Resistant Prozessor mache, dann bin ich wichtig Klasse 2 und so weiter und so fort. Das ist jetzt wirklich nur eine taxative Aufzählung hinten. Da gibt es eine Umsetzungsverordnung, die EU gerade ausführt, wo beschrieben wird, was macht denn jetzt so ein Prozessor oder was macht zum Beispiel ein Router oder eine Firewall. Ausführlicher beschrieben, weil es geht immer um die Kerneigenschaft meines Produkts. Also nicht, weil ich es Router nenne, ist es ein Router, sondern weil es in der Kerneigenschaft ausführt, was ein Router ist. Genau. Das wird im Dezember diesen Jahres erwartet, dass diese Liste fertig ist. Die ist ja schon in der Begutachtung. Und das Wichtige ist jetzt, wenn ich in so eine Klasse komme, in eine kritische, wichtig und so weiter und so fort, ändern Sie nicht die Anforderungen an das Produkt, sondern der Weg zur Konformität. Also wie der leichtestmögliche Weg zur Konformität ist. Ich kann immer einen höheren wählen, freiwillig natürlich, aber aus ökonomischer Überlegung wird das wahrscheinlich kein Hersteller machen. Und wenn ich jetzt in der Standardklasse bin, wo erwartet wird, dass so ungefähr 90-95% aller Produkte werden wahrscheinlich in der Standardklasse sein,
dann kann ich das über eine Hersteller-Selbsterklärung. Also gibt es einen Prozess hinten beschrieben, okay, was muss ich dokumentieren, was muss ich erklären. Das mache ich, erkläre selbst, ich bin damit konform, bringe das CE-Label auf. Sobald ich jetzt in der Wichtigklasse 1 bin, wird es ein bisschen speziell. Da kann ich noch eine Selbsterklärung machen, aber ich muss einen harmonisierten Standard folgen. Machen wir jetzt die große Büchse der Pandora nicht auf und reden über einen großen Standardisierungs- und Normungsprozess, aber wichtig, nur genau in dieser Klasse müsst ihr einen harmonisierten Standard folgen. Und darüber hinaus, wichtig Klasse 2, brauche ich irgendeine Form der externen Überprüfung. Eine Typmusterprüfung oder ich habe ein extern auditiertes Qualitätsmanagementsystem. Und nur dann kann ich das für mein wichtig Klasse 2 Produkt machen. Und in der kritischen Klasse, da sind nur 3 Produkte aufgeführt, gibt es noch mehr eine Besonderheit. Es gibt ein europäisches Cybersecurity-Zertifizierungsschema und da gibt es eine erste Zertifizierung, das EUCC nach Common Criteria. Und wenn es für ein Produkt dieser Klasse so ein Zertifikat gibt, dann kann ich es mir nicht mehr aussuchen, dann muss ich diese Zertifizierung machen. Wenn es nicht gibt, dann kann ich genauso wie wichtig Klasse 2 einfach über externe Prüfung. Genau. Und vielleicht noch mal wichtig mitzunehmen, es ändern sich nicht die Anforderungen, die sind gleich, es ändert sich nur der Weg zur Konformität. Klasse. Also es gibt ja schon einen super Einblick in das Thema, aber ich sehe noch viel, viel mehr Themen im CRA. Deswegen danke für deine Expertise und wenn ihr noch weitere Fragen habt, bitte kontaktiert den Alex von CyberUp. Die helfen euch bei der Umsetzung vom CRA und wir von Dissecto helfen euch beim Testing. Vielen Dank fürs Zuhören.